Hallo und herzlich willkommen hier im Liquidingle. Mein Name ist Feelgood und ich grüße euch. So, ich schulde euch noch ein Video, und zwar das Video "Was kostet ein Haus in Uruguay?" Und das möchte ich euch heute unbedingt nachliefern. Ja, was kostet ein Haus in Uruguay? Ihr werdet schon vermuten, man kann es natürlich nicht einfach so pauschal sagen. Weil die Preisspanne ist natürlich riesig. Das geht bei ungefähr 30.000 Dollar los und ist nach oben unbegrenzt. Also, ja, ist klar. Es gibt hier in Montevideo, aber auch in Punta del Este, da gibt es natürlich schlossähnliche Villen, von denen man gar nicht wissen will, was die kosten. Aber das ist natürlich ein Bereich, der für die meisten von uns wahrscheinlich nicht in Reichweite liegt. Aber ich habe ja ein eigentlich normales Haus gesucht, so ein Einfamilienhaus nennen wir das, so normale Größe und nichts irgendwie Extravagantes, und darum soll es in diesem Video gehen. Nun gibt es das Problem, es gibt hier eigentlich keinen allgemeingültigen Index über Immobilienpreise. Es gibt keinen Index, den ich hinzuziehen kann und anhand von dem ich nachher ausrechnen kann, was ein Haus wert sein könnte. Die Preise hier werden recht willkürlich festgesetzt. In der Regel sagt einfach der Besitzer, hey, ich will so viel Geld und Punkt. Und das ist dann eben oftmals nicht sehr realistisch. Naja. Aber wir kommen der Sache schon noch näher. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass es einen Unterschied macht, wo das Haus liegt. Also eben Montevideo, die Hauptstadt, und Punta del Este, die Touristenhochburg und der Jet-Set-Ort. An diesen beiden Orten sind Immobilien deutlich teurer als im Rest des Landes. Dann, was man auch sagen kann, an der Küste ist es teurer als im Landesinneren. Das kann man auch grundsätzlich so sagen. Generell im Landesinneren, also eigentlich je weiter dass man wegkommt von Montevideo, desto günstiger werden die Preise. Muss man dann halt überlegen, will man wirklich weit im Landesinneren wohnen, weil Uruguay ist sehr zentralistisch, also die wichtigen Einrichtungen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, die sind halt alle in Montevideo. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Naja, wir wollen ja von Preisen sprechen. Hier an der Küste, ich bin hier zwischen Montevideo und Punta del Este, hier gehen die Preise eigentlich noch. Sie sind schon auch gestiegen und sie werden noch deutlich weiter steigen in den nächsten Jahren. Aber im Moment kann man hier eigentlich noch sich ein Eigenheim kaufen. Das geht schon noch zu vernünftigen Preisen. Was auch eine Rolle spielt, ist die Lage des Hauses, zum Beispiel innerhalb vom Dorf. Ich bin hier in einem Dorf mit 3.500 Einwohnern, und ein Haus ganz vorne am Meer in der ersten oder zweiten Reihe ist natürlich deutlich teurer als jetzt ein Haus hier, wo ich bin, in der 6. oder 5. Reihe, ich weiß es gar nicht genau. Also vorne am Meer ist es immer teurer. Ich wollte eh nie in die erste oder zweite Reihe. Einerseits wohnt dort vorne praktisch niemand permanent, das heißt man hat 9 Monate im Jahr gar keine Nachbarn. Andererseits hat man dann im Sommer die ganzen Touristen vorm Haus und vor allem, man kriegt natürlich das ganze Wetter auf die Nase. Und da kommt dann Wetter rein im Winter. Also das ist nicht immer angenehm. Deshalb, mir passt es hier ein bisschen zurückversetzt, ein bisschen weg vom Meer, aber ich bin in 10 Minuten zu Fuß bin ich am Strand. Also das ist ja nicht wirklich weit weg. Aber eben, also die Lage im Dorf, das hat auch einen Einfluss auf den Preis. Wie findet man jetzt reelle Preise oder realistische Preise für Häuser? Ich habe gemerkt, als ich angefangen habe zu suchen, dass man eigentlich die realistischsten Preise bei den Maklern hat. Weil die Makler, die sprechen natürlich mit den Hausbesitzern. Der Hausbesitzer sagt, ich will so viel, Punkt. Und der Makler sagt dann,
wir würden dein Haus sehr gerne verkaufen, aber zu dem Preis werden wir es nicht verkaufen können. Also du musst bitte den Preis noch einmal überdenken. Und dann kommen sie meistens irgendwo auf einen Preis, der dann realistisch ist. Also das ist vielleicht ein guter Tipp, die Maklerseiten besuchen und gucken, wie die Preise dort so generell für Häuser sind. Ja, ich habe ein Budget von 150.000 Dollar gehabt. Jetzt möchte ich noch was anderes sagen zu den Maklern und generell alle Leute, die mit Immobilien zu tun hatten hier in Uruguay, haben mir alle geraten, ich soll im Sommer kaufen. Weil im Sommer hätte man die besten Preise. Und da muss ich jetzt einfach sagen, nein, das stimmt zu 100% nicht. Das ist komplett falsch. Das Gegenteil ist richtig. Man sollte unbedingt Häuser im Winter besichtigen. Und zwar hat das verschiedene Vorteile. Einerseits ist im Winter sind viel mehr Häuser auf dem Markt, weil im Sommer vermieten ganz viele, damit sie noch ein bisschen Mieteinnahmen haben. Und erst im Herbst schreiben sie es dann zum Verkauf aus. Also im Winter sind viel mehr Häuser im Angebot. Und dann habt ihr die besseren Preise. Weil im Winter rechnet keiner mehr damit, dass irgendeiner kommt und noch ein Haus kauft. Und dann seid ihr eben in einer super guten Verhandlungsposition. Weil dann kann man über den Preis reden. Und noch ein ganz wichtiger Vorteil, im Winter sieht man, welche Probleme das ein Haus hat. Oder ob es überhaupt Probleme hat. Weil wenn es 2 Tage geregnet hat und ihr geht dann das Haus besichtigen, dann werdet ihr sofort sehen, was mit dem Haus los ist. Also ob das ein gutes Haus ist oder ob da überall die Feuchtigkeit reinzieht. Also fand ich recht wichtig, ich habe mein Haus im Winter gekauft. Und für mich war es eine sehr gute Erfahrung. Also ich hatte ein Budget von 150.000 Dollar. Ursprünglich, als ich zum ersten Mal an Auswanderung gedacht habe, habe ich eigentlich gedacht, ja, mit 100.000 kriegt man bestimmt was. Und das habe ich dann revidiert bei meinem ersten Besuch hier 2015. Wobei, man kriegt natürlich ein Haus für 100.000. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich erhöhe mein Budget auf 150.000. Also habe ich angefangen zu suchen in diesem Bereich, 150.000. Und dann war ich schon nach kurzer Zeit war ich eigentlich recht enttäuscht, weil alle Häuser, die ich gesehen habe, die haben mich schlicht nicht angesprochen. Ich habe gedacht, nee, nicht ein einziges, wo ich auch nur eventuell überlegt hätte, das zu kaufen. Viele Häuser sind hier sehr ähnlich gebaut, vom Stil her, von der Bauweise her. Es sind immer ganz kleine Räume, alles ist vollgestopft mit Möbeln und hier noch ein Stockbett und noch ein Etagenbett. Furchtbar. Also und da habe ich mich dann irgendwann hingesetzt und habe gesagt, ja, vielleicht ist mein Budget zu tief, vielleicht haben sich die Preise inzwischen weiterentwickelt. Und ich habe dann gesagt, okay, ich schaue mir jetzt Häuser an, so um die 170.000. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gemerkt, da ist gar kein Unterschied. Die Häuser sehen ganz genau gleich aus wie die für 150.000. Also das nützt überhaupt nichts. Ja doch, das eine hatte noch so einen kleinen Pool im Garten, aber das will ich eh nicht, der macht eh nur Arbeit. Aber nee, also das war die nächste Enttäuschung. Da habe ich gesagt, also das nützt auch nichts. Und dann habe ich mich an etwas erinnert, was mir ein Bekannter 2019 gesagt hat, und zwar der Rainer. Leider ist er in der Zwischenzeit verstorben, das tut mir sehr leid. Aber der hat mir gesagt, guck unbedingt auf Häuser unter deinem Budget, weil da findest du die Perlen. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ich ja versuchen, mache ich. Und dann habe ich Häuser so im Bereich von 120.000 und 130.000 besichtigt. Und tatsächlich, da habe ich dann Perlen gefunden, mehrere. Ich habe natürlich auch Häuser gefunden, ja, die jetzt wirklich in schlechtem Zustand waren und ja, wo man zu viel hätte investieren müssen. Ich habe viele Häuser gesehen, bei denen man
einen überschaubaren Rahmen zur Renovation gehabt hätte. Es waren auch Häuser dabei, die man gar nicht hätte renovieren müssen. Also, aber das war wirklich interessant, da waren die spannenden Häuser versteckt. Und ich habe dann eins gefunden für 135.000. Das war in Top-Zustand, da hätte man gar nichts machen müssen, einfach einziehen. Und bei dem ist dann leider der Besitzer verstorben. Und deshalb ist das nichts geworden mit dem Kauf. Dann habe ich weitergesucht und habe dann dieses Haus gefunden. Und mit Verhandeln war dann dieses Haus hier bei 115.000. Allerdings mit dem Wissen, dass ich noch rund 20.000 investieren muss. Aber eigentlich ist das die bessere Art. Also wenn ich ein Haus für 150.000 gekauft hätte, dann hätte das fix fertig sein müssen, so dass ich nichts mehr machen muss. Und jetzt habe ich eins für 115.000 gekauft und jetzt habe ich noch Budget, um das Haus genau in den Zustand zu bringen, in dem ich es haben will. Und das ist eigentlich die gescheitere Sache, wie ich meine, oder hat sich jetzt für mich bewährt. Also durch diese Strategie habe ich jetzt wirklich ein tolles Haus gefunden. Ich muss auf meinen Spickzettel gucken. Ich bin überhaupt nicht mehr irgendwie im Videoflow. Kein Wunder, ich habe nicht viel gemacht in letzter Zeit. Etwas vom Wichtigsten, was ich gemerkt habe bei der Haussuche, ist der Faktor Zeit. Wenn man Zeit hat, findet man bessere Häuser. Es ist tatsächlich so. Ich habe jetzt schon mehrfach Leute getroffen, die sind 2 Wochen hierher gekommen, mit dem Ziel, einfach ein Haus zu kaufen, damit sie eines haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man so kauft, dann kauft man ganz sicher überteuert und ganz sicher nicht das beste Haus. Also je mehr Zeit man hat, desto besser. Und ich habe das zum Glück von Anfang an so geplant. Ich habe ja ein Häuschen gemietet bei Susanne und Norbert für 1 Jahr. Ganz bewusst für 1 Jahr gemietet, damit ich mich nicht unter Druck setzen muss. Damit ich nicht Stress habe und denke, ja, ich muss jetzt dringend etwas kaufen und einfach das Erstbeste nehme. Nein, ich habe Zeit. Ich kann ganz genau gucken. Meine Haussuche hat dann auch 6 Monate gedauert. Also ich habe 6 Monate intensiv gesucht, wirklich sehr intensiv. Ja, es braucht Zeit. Wenn man ein gutes Haus will, muss man Zeit und oder Glück haben. Das ist auch möglich. Was sicherlich auch hilft, ist, wenn man ein bisschen Vorkenntnisse hat, eben über Häuser, über Bauweise, über Bedachungen, aber darauf bin ich ja schon im letzten Video eingegangen. Aber das hilft natürlich auch bei der Beurteilung eines Hauses. Ich habe schon einiges gewusst über Häuser, auch über uruguayische Häuser, und ich habe aber immer, wenn ich ein Haus interessant fand, habe ich einen Freund noch mitgenommen zu einer zweiten Besichtigung, den Jan. Der ist Handwerker, der hat auch selber sein Wohnhaus gebaut, also der kennt sich wirklich gut aus. Habe ich ihn immer mitgenommen, um noch eine Zweitmeinung zu haben. Das findet mich auch noch sehr wichtig. Dann zu den günstigeren Preisen. Ich habe ja im Eingang gesagt, es gibt hier Häuser ab 30.000 $. Und das ist tatsächlich so. Also ihr könnt für 30.000, 35.000 $ kann man hier ein Haus kaufen. Aber das sind natürlich dann sehr kleine Häuser. Und ja, das sind dann sehr einfache Häuser. Das sind dann einfach 4 Wände, vielleicht mit einer Türe und einem Fenster und so ein Blechdach oben drauf. Auf einem kleinen Grundstück, meistens nicht in gerade vorteilhafter Lage. Aber das gibt es tatsächlich. Also ja, es gibt auch viele Leute, die sich hier einfach mal ein Stück Land kaufen und dann zum Beispiel einen Container draufstellen und da drin wohnen und dann nach und nach sich so eine Farm aufbauen. Auch das ist möglich. Aber ich möchte sagen, wenn ihr mit sehr wenig Geld reisen wollt, also wenn ihr mit wirklich tiefem Budget auswandern wollt, dann solltet ihr nicht nach Uruguay kommen. Das würde ich nicht empfehlen, weil Uruguay ist schon ein teures Land. Also die Lebenshaltungskosten sind teuer, Lebensmittel sind teuer,
Wohnen ist teuer, eigentlich ist alles teuer hier. Das muss man wirklich sagen. Und wenn man mit sehr wenig Geld leben will, dann würde man gescheiter nach Paraguay oder nach Argentinien oder auch nach Brasilien. Also dann ist Uruguay sicher ungeeignet. Uruguay ist, glaube ich, mit Chile zusammen das teuerste Land hier in Südamerika. Und von daher, ja, dann vielleicht nicht die erste Wahl, wenn man mit ganz günstig auswandern möchte. So, dann, ja, etwas, was mir auf dem Herzen liegt, europäischer Standard. Ich höre das immer wieder gebetsmühlenartig. Alle Auswanderer, die ich treffe und die ein Haus suchen, sagen mir, ja, weißt du, wir möchten schon ein Haus nach europäischem Standard. Und ich muss euch einfach sagen, wozu? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Wir sind nicht in Europa, wir sind hier in Südamerika. Es braucht hier keinen europäischen Standard. Wir sind hier in einer völlig anderen Klimazone. Wir haben ein ganz anderes Klima, wir haben eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Es braucht hier keinen europäischen Standard, sondern es sind hier andere Dinge sehr wichtig. Und wenn man sich dann aber ein bisschen eingehender mit den Leuten unterhält, dann merkt man sehr schnell, ja, eigentlich geht es denen gar nicht um die Bauweise oder so, sondern es geht ihnen um die Ausstattung. Also dass halt ein Geschirrspüler da ist und ein Wäschetrockner und solche Sachen. Und dann kann man sagen, ja okay, das gibt es hier natürlich auch, kann man alles kaufen. Und wenn man sich noch ein bisschen genauer unterhält, dann merkt man, ja, eigentlich geht es den meisten nur um die Inneneinrichtung und um die Gartengestaltung. Für Europäer müssen halt Häuser so aussehen, wie das im IKEA-Katalog aussieht. Und ich habe 3 solche Häuser besichtigt. Die haben Europäern gehört und die haben die wirklich mit, ich weiß nicht, ob es IKEA-Möbel waren, aber die haben halt ausgesehen wie so ein Reihenhaus in einem Vorort von Köln oder irgendwo. Und ich bin bei allen 3, ich bin reingekommen und habe gedacht, irgendetwas stimmt hier nicht. Hier ist etwas völlig verkehrt. Weil es ist so fremd. Ich habe so den Eindruck gehabt, das passt überhaupt nicht hierher. Wir sind in Südamerika und so sieht ein Haus in Südamerika nicht aus. Es ist völlig verdreht irgendwie. Wir haben hier gibt es zum Beispiel viel mehr Holz. Wir können hier alles aus Massivholz bauen, also auch Möbel und so. Wir haben wunderschöne Massivholzmöbel. Und dann steht da so ein Spanplattenschrank. Aber egal. Auf jeden Fall, ich kann es nicht mehr hören. Man sollte sich das überdenken, wenn man mit dem europäischen Standard kommt. Wir sind in Südamerika und nicht in Europa. Ein wichtiger Punkt. Dann noch ganz zum Schluss. Wie geht ein Immobilienkauf vor sich in Uruguay? Das ist eigentlich noch interessant, weil das ist sehr gut geregelt. Und zwar ist das gesetzlich geregelt. Es gibt ganz genaue Regeln, wie der Immobilienverkauf ablaufen muss. Und zwar haben beide Seiten, also Käufer und Verkäufer, müssen einen Notar haben. Und diese beiden Notare, die machen eigentlich das Geschäft untereinander. Und es gibt dann einen Vorvertrag, den unterschreiben beide Parteien und dann muss man 10% des Kaufpreises anzahlen. Und dann gibt es eine Frist, ich weiß nicht mehr wie lange, 60 Tage? Ich bin nicht mehr sicher, ich mache euch einen Einblender. Es gibt dann eine Frist, innerhalb dieser muss der Kauf abgeschlossen werden. Wenn das nicht passiert, dann ist der Verkauf gescheitert und dann muss die fehlbare Partei Konventionalstrafe zahlen, und zwar in Höhe der Anzahlung. Also meine Notarin hat dann diese Zeit genutzt, um das Haus auf Herz und Nieren zu prüfen, um zu gucken, sind da Schulden drauf, laufen Verfahren und ganz vieles anderes. Und erst als sie das okay gegeben hat, haben wir den endgültigen Kaufvertrag gemacht und ich habe das Haus bezahlt. Also
Ich finde das ein recht gutes Verfahren. Das ist transparent, jeder weiß, wie das läuft, man kann das recherchieren und es schützt schon. Also man weiß das Verfahren eines Hauskaufs, da kann eigentlich nichts schief gehen, weil das sehr genau geregelt ist. Natürlich kann man sich ein Müllhaus kaufen, aber da kann dann das Kaufverfahren nichts dafür. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. So, ich gucke meinen Spickzettel an. Oh ja, unbedingt. Die ganze Abwicklung, der Kauf des Hauses, der kostet natürlich Geld. Und zwar ist auch das genau festgeschrieben. Die Notarin kriegt meines Wissens von mir 6,5% des Kaufpreises. Da gibt es auch immer Notare, die das noch ein bisschen günstiger machen, die da sagen, komm, ich mache dir das für 4% oder wie auch immer. Und jetzt in meinem Fall war noch eine Maklergebühr von 3%. Das ist nicht immer so. Oft sind die Maklergebühren schon im Kaufpreis inbegriffen. Bei mir war es nicht so, es war aber von Anfang an so deklariert. Also es war ganz klar, dass es nicht inbegriffen ist. Wenn man da unsicher ist, sollte man unbedingt nachfragen, wie sich das verhält mit den Maklergebühren. So, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles gesagt. Ich gucke nochmal, ich bin jetzt 54, da guckt man besser zweimal, ob man nichts vergessen hat. Aber ich glaube, das war's. Ja, noch ein ganz kurzer Ausblick aufs nächste Video. Das kommt sehr bald, wahrscheinlich am nächsten Wochenende, eventuell auch schon früher, kommt ein bisschen aufs Wetter an und wie ich vorwärts arbeiten kann. Und das ist dann ein Zwischenbericht Uruguay. Also Zwischenbericht heißt immer, ich erzähle euch ein bisschen, ja, wie es mir geht und was ich hier mache, wie ich hier lebe. Ich glaube, das ist auch das, was wahrscheinlich die meisten Leute interessiert. Hauspreise in Uruguay interessieren wahrscheinlich nur Leute, die tatsächlich vielleicht mal ein Haus in Uruguay kaufen wollen. Also ja, für die ist es sicherlich hilfreich, aber für die meisten anderen, die mir normalerweise zuschauen, ist es wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Aber deshalb jetzt schon die Ankündigung, im nächsten Video gibt es dann ein paar News und ja, wie es mir so geht und was ich mache. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.